Einen besinnlichen 11. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages. Und heute fangen wir mal nicht mit der Idee an, sondern mit den Sternen des Tages, weil ich muss mich mal so ein bisschen ausruhen. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Idee. Wir schauen mal. Aber zuerst schauen wir wie allabendlich in unseren Afrika-Adventskalender, den ich von Cordula bekommen habe. Und den Spruch habe ich schon mal aufgeknotet und lese ihn mal vor. Es ist ein Sprichwort der Kikuyu. Menschen werden vom Bösen gefressen, weil sie seine Gesellschaft suchen. Nicht, weil sie es meiden. Ja, da gilt es mal drüber nachzudenken. Okay, ich stelle den Spruch wie immer auf meinen Blog und da steht auch noch mal was drunter, genau erklärt. Die Kikuyu, ja, da wird mehr erklärt. So, jetzt kommen die Sterne des Tages. Heute gibt es Sterne des Tages von Katrin. Ich muss erstmal neu sortieren hier. Katrin. Von Regine. Von Kirstin. Und von Kathleen. Oder Kati. Ich sag ja Kati. So, dann wollen wir noch mal schauen. Katrin kommt aus Remptendorf, das liegt im Thüringer Wald. Regine kommt aus Gera, auch das ist in Thüringen. Kirstin kommt aus Wasbeck, nahe im Neumünster, also in Schleswig-Holstein, bei mir um die Ecke. Und Kathleen kommt aus Neumünster, auch Schleswig-Holstein, auch bei mir um die Ecke. Okay, geht's los. Schauen wir mal. Katrin hat diesen Umschlag gemacht, diese Banderole und was hole ich raus? Nochmal. Moment. So schön funktioniert. Genau. Neue Idee. Hatten wir noch nicht und ist gar nicht schlecht. Und ich mache mal einen Schnuppertest. Duftet nach Bienenwachs. Ein Bienenwachsstern in diesem Ring. Und wenn man das hier oben so ein bisschen entweder verzwirbelt oder nochmal ein kleines Kühlchen macht, dann hängt der wunderbar in diesem Pettichrohrring. Eine witzige Idee, finde ich, Katrin. Schön, dass du dabei bist. Wieder. Wir kennen uns nicht persönlich, aber ich freue mich jedes Jahr über deine tollen Beiträge. Klicke ich mal hier drauf. Dann haben wir Regine. Regine ist auch schon länger dabei. Ich weiß aber nicht mehr genau seit wann. Wir kennen uns auch nicht so richtig. Gar nicht. Aber ich freue mich immer über ihre Basteleien. Und ich habe auch noch ein Lesezeichen bekommen. Muss ich einmal durchs Bild halten. Hier. Mit den lustigen Piepmetzen drauf. Das konnte ich assoziieren mit diesem Bild hier. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Und es gibt diesen schönen roten Stern mit Schwarz und Gold. Auch eine coole Farbkombi. Oben hängt so dran. Das ist auch witzig. Ja. Er ist aus Sperrholz, hätte ich gesagt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Doch, Klopftest würde ich sagen. Ansonsten belehrt mich gern. Hinten drauf ist nochmal Christrose und hier Stern und Glitzerstern. Sperrholzsterne hatten wir auch schon ganz schöne am Anfang des Adventskalender. Ich glaube von Nicole. Jo, Kirstin ist zum ersten Mal dabei. Herzliche Grüße hier nach Wasbeck. Und was gibt's bei Kirstin? Schaut mal, es gibt einen wunderbar schönen Teebeutel. Faltung ist eine andere Faltung, als ich letztes Jahr gezeigt habe. Schön. Oh, wie viele Zacken haben wir? Oben fest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 Zacken. Da kann man ganz schön Tee trinken für 25 Sterne, 24 Sterne, die Kirstin gemacht hat. Toll. Packen wir hier auf diese 11. Und jetzt packen wir noch aus von Kati. Ich habe mich jetzt auf Kati festgelegt, ne? Kathleen, weißt du Bescheid. Schau mal, wunderbar. Was gibt es bei Kati? Diese fein, wunderbar exakt gefalteten Tannenbäumchen. Ja, die sind ja mal schnucklig. Mit Perle oben drauf und passt auch so schön stimmig hier. Guck mal, da sind die Weihnachtskugeln und die hängen hier auch. Auf dem Papier sind die Weihnachtskugeln auch. Ja, das ist der kleine, aber feine Tannenbaum von Kati. Ja, wunderbare kreative Projekte heute wieder. Jo, die Zeit auch ohne Basteln rum, oder? Aber ich habe mir überlegt, wir schauen mal. Vielleicht wird es noch was. Hier bin ich ja auch wirklich... Ja, wir gucken mal. Okay, ich lege die mal beiseite.
Noch ein bisschen Platz. Wollt ihr wissen, warum bei mir so ein bisschen gerade, ja, ich bin gerade im Zweitprogramm nicht mit Adventskalender beschäftigt, sondern versende die Mini-Kataloge für Januar bis Juni von Stampin' Up mit der Celebration-Broschüre. Nein, ich blätter nicht auf, darf ich gar nicht. Ich darf ihn aber außen zeigen. So schaut er aus, wenn ihr noch keine Demo habt, wenn ihr unterversorgt seid mit Katalogen und eine Demonstratorin sucht. Meldet euch bei mir. Katalog bekommt ihr gern zugesendet. Mein Wohnzimmer sieht im Moment aus wie eine Packstation. Jo, lege ich mal beiseite, weil wir brauchen ja doch noch Platz. Habe ich gestern noch versprochen, ich zeige noch mal, also gestern Abend im Chat versprochen, ich zeige noch mal eine Karte, die von gestern, unsere Akkordeon- oder Ziehharmonika-Karte. Aber jetzt öffne ich hier erstmal meinen Adventskalender. Das ist die Box mit Sternenverschluss. Wenn ihr die nachbasteln wollt, die Anleitung verlinke ich euch da beim i. Mal gucken, was drin ist. Also eine coole Box, finde ich. Da passt auch viel rein, wie ihr seht. Na, als hätten wir es gedacht und geahnt. Wir haben erstmal ein paar Sternchen, das ist super. Dann haben wir in Klammern zusammengeheftet. Ringe haben wir. Meine Stanzschablonen, die Kreise, lagenweise Kreise. Das sind genau 8 Stück. Okay. Und dann haben wir nochmal, Moment, muss ich holen, soll ich? Der Stern von, der Tannenbaum von Kati. Und dachte mal, kleine, schnelle Idee machen wir heute doch. Den zeige ich euch einfach. Wie geht das? Ihr nehmt euch Kreise und ihr stanzt die aus. Ich habe jetzt mal diese 8 Kreise. Ich zeige das mal, wie ich das gemacht habe. Der Reihe nach, der Größe nach, mir in 2 Häufchen geteilt. Und dann haben die eigentlich immer den gleichen Abstand. Also werden auf den, mit dem gleichen Maß kleiner. Das klingt auch schön. Ja, und die habe ich ausgestanzt. Mit mit Designerpapier. In dem Fall habe ich dieses tolle ewiges Eden genommen. Und hatte dann 2 relativ ähnlich große Kreishäufchen. Ja, hier seht ihr das. Die immer kleiner werden. Ich lege mal hier so einen ganzen nebeneinander. So, seht ihr, werden immer kleiner. Und die brauchen wir für unsere kleinen Tannenbäume. Und alles andere können wir jetzt ganz schnell, das ist wieder so eine ganz schnelle Bastelidee, nachbasteln. Was brauchen wir noch? Ich habe diese Klebepunkte benutzt, die Sterne für die Dekoration, ein kleines Bändchen, vielleicht eine Perle oben drauf. Mein Tannenbaum, den ich dann mal ausprobiert habe vorhin, sah so aus. Wir haben den übrigens letztens bei unserem Teamtreffen der Hobbykompanie, wo ich mit dazugehöre, da hat die Hannelore von der Hobbykompanie den auch mit uns gebastelt. Den früher auch schon im Kindergarten gebastelt. Mit den Kindern. Also nicht als ich klein war, sondern ich dann mit den Kindern, die klein waren. So, okay, geht los. Immer wieder das gleiche Prinzip. Wir legen uns einen Kreis vor uns hin. Ich nehme einen größeren. Wir falten ihn genau halb und ziehen die Falzlinie super nach. Wenn wir ein Papier haben, wo wir das gut sehen, ist es kein Problem. Jetzt drehen wir einmal um 90 Grad. Und das, wo wir eben gefaltet haben, diese Kanten, legen wir aufeinander. Also falten wir in die andere Richtung. Das ist wie wenn wir beim Quadrat Buch mit 90 Grad drehen falten. So, dann haben wir also dieses Quadrat hier schon mal. Und dann legen wir die Kanten, drehen wir es einmal um, wenn wir also eine Talfalte haben, und legen die Enden dieser beiden schweren Falten, in dem Fall halte ich sie diagonal, übereinander. Falte das mal so, da sieht man das. Und ziehen hier unten diese Falz nach. Das ist dann eigentlich die echte Diagonale. So, und jetzt haben wir solche Falzlinien. Und damit wir das einmal richtig sehen, nehme ich aber auch nur ein einziges Mal einen Bleistift und ziehe die mal grob hier, nur für euch, gepusht nach. Schaut mal hier rein. Das sind unsere Falzlinien. Die brauchen wir an allen 4 Kreisen. Und dann drücken wir also dieses kleine Springteil zusammen. Schauen, dass es gut aufeinander liegt. Und das machen wir jetzt mit allen 4 Teilen. Also Halbfalzen um 90 Grad, wieder halb, umdrehen, die diagonale Falze und zusammendrücken. Und weiter geht's. Halb, halb, Diagonale und zusammendrücken. Und das letzte wird immer kleiner. Ist immer gut, wenn man mit dem Großen anfängt. Und die Diagonale und zusammendrücken. Und jetzt baue ich das ganze Teil von unten nach oben auf. Ich nehme mir diese
Mini-Klebepunkte und setze den nur da hinten unten hin. Natürlich da an den zweitgrößten. Und den schiebe ich jetzt auf den größten. Und dazu fädel ich diese diagonalen Teile einfach rein. Seht ihr das? Die sind da einfach reingelegt. Und jetzt suche ich mir einen schönen Abstand. Und wenn ich den richtigen Abstand habe, dann drücke ich das fest. Nächste, gleiches Prozedere. Klebepunkt nehmen, da hinten reinsetzen. Wo ist er? Jetzt ist er weg. Kennen wir schon. Nehmen wir einen neuen, bis ich den wiederfinde. Mal sehen, wo er nachher klebt. So, die gleiche Sache. Ich nehme mein Bäumchen. Diese zwei schrägen Teile muss ich in die zwei schrägen des Vorelements drücken. Schaue, dass es in der richtigen Höhe sitzt, drücke an und fertig. Und das mache ich mit dem letzten, aber da warte ich nochmal. Dann nehme ich vorher meine Nadel und steche hier einmal von unten durch, in der Mitte, weil das Bäumchen hat ja mehrere Verwendungsmöglichkeiten. Ja, das war jetzt natürlich wieder, wartet, Moment. Sino wieder. Ich mache das mal andersrum. War schon richtig. Steche von unten durch, halte das eine fest und gehe wieder nach unten durch. Also man kann das Bäumchen auf den Tisch stellen oder man kann es hinhängen. Fenster vielleicht. Selbst an einen Strauß kann ich mir das vorstellen. Zwischen meine Adventskalendersterne. Ja, überall. So, hier haben wir jetzt ein Bändchen dran, so einfach ist es versteckt. Jetzt kommt der letzte Klebepunkt und dann setze ich das unten. Ja, Geschenkanhänger, das finde ich eigentlich eine ganz tolle Idee. Jetzt schieben wir die letzten Dreiecke hier ineinander und suchen wieder den besten Abstand. So, guck mal. So ist das Bäumchen. Ihr seht, das ist das Bäumchen mit den kleineren Sternen, mit den kleineren Kreisen. Und es ist kleiner. Ja, leg mal das hin und leg mal das hin. Und jetzt nehme ich meine Dekoration, hier meine aufgepimpten Sterne. Die sind natürlich ein bisschen groß, also bei dem kleinen werde ich wirklich nur einen da oben von beiden Seiten aufkleben, wie die Christbaumspitze. Und bei anderen würde ich dann einfach noch mehr aufeinander setzen. Ja, war das erklärt? Katis Stern kommt nochmal hier zwischen. Also ich denke, eine schnelle Sache und so für Samstagabend, wo ihr euch auf den... Da ist der Klebepunkt, wir haben ihn gefunden. Ist das nicht schön? Hier geht nichts verloren. Legen wir nicht schön hier drauf. Mal sehen. Dort passt. Der bleibt uns erhalten. Ja, und dann werde ich jetzt noch ein paar Bäumchen basteln und dann ist Feierabend für heute. Da ist auch noch ein Stern angekommen. So, den bauen wir gleich zusammen. Hier werden wir noch dekorieren. Und ich wollte zum Schluss noch einmal den Ziehharmonika, den Akkordeonkartenmechanismus zeigen. Also ich habe zwei Varianten. Das ist die, die ich im Video gezeigt habe, auch noch nicht fertig. Ich ziehe das jetzt hier auseinander. Ich bin gefragt worden, kann man das hier festkleben? Also man kann es festkleben. Bei dieser Karte habe ich es komplett locker gelassen und ich kann es durch die Tunnel, die ich da gelegt hatte, wenn ihr euch erinnert. Ich hatte praktisch doppelseitiges Abreißklebeband hier oben hingeklebt und da unten und das Band da reingelegt. Meinen Klebstoff dann auf die graue Fläche, in dem Fall auf die Anthrazitgraue aufgetragen, damit ich auch am roten nicht diesen Klebstoff habe. Ja, das war also die Variante und dadurch kann ich in beide Richtungen ziehen. Bei der anderen Karte, bei der ersten, habe ich es so gemacht, dass ich es vorne wirklich fixiert habe. Da ist es richtig fest, aber hinten ist der Tunnel frei und es läuft durch. Ja, das war das zu dieser Karte. Haben wir auch gezeigt. Jetzt fehlt ja eigentlich nichts mehr, außer dass ich euch einen wunderschönen Abend wünsche. Morgen einen guten Start in den 3. Advent. Und wir sehen uns vielleicht morgen abends wieder. Ich freue mich auf euch. Da zeige ich dann noch was von gestern. Und zwar erinnert euch an den Stern, der so stand. Gar nicht genau wusste, muss da noch aufgefaltet werden. Wir wissen das jetzt, das ist ein Schwimmstern, das stand ja dabei. Also den kann man wunderbar ins Wasser legen. Zwischen Schwimmkerzen vielleicht. Schauen wir mal, ob ich
das morgen Abend zeige. Und vielleicht zeige ich auch, wie der gefaltet wird. Lasst euch überraschen. Also, bis morgen Abend, und wenn euch langweilig wird, schaut einfach meine anderen Videos von den letzten Tagen oder andere Tipps und Ideen auf meinem Kanal. Gibt es ganz viel zu sehen. Also, bis morgen, ich freue mich auf euch. Eure Angela von der Stempelfamilie. Kreativität verbindet. Glaubst du nicht? Was haben Petra aus Kreuztal, Brigitte aus Österreich oder Irmtraut aus Neumünster gemeinsam? Eigentlich nichts und doch so viel. Die und viele andere waren in diesem Jahr wieder dabei und haben Sterne und Adventsdeko gebastelt. Jeder 25 Mal den gleichen Stern. Seit 2015 lade ich schon dazu ein, gemeinsam mit mir kreativ zu werden und mir selbst gebastelte Sterne zu schicken. Geklebt, geprägt, gestanzt, geklöppelt, aus Papier, Filz, Wolle, Draht, egal wie. Jeden Stern einzeln verpackt in einem Umschlag. Dieses Jahr gab es wieder über 80 Teilnehmerinnen. Entstanden sind 96 Sternenpost-Adventskalender. Hier werden dann alle Sterne neu sortiert, umgepackt und an die fleißigen Sternenbastlerinnen zurückgesendet. So entsteht kreative Adventsfreude, Glück und Zufriedenheit bei allen Teilnehmerinnen, im besten Fall. Also stimmt es. Kreativität verbindet, auch in diesem Jahr. Euch allen eine besinnliche, kreative Adventszeit.